Hallo, ich häkel jetzt einen Eisbärteppich und da habe ich ja hier 900 Gramm, also ein Knäuel ist 100 Gramm und ein Knäuel schwarz für die Nase und die Pfoten. Dann brauchen wir noch eine 6er und eine 4er Häkelnadel und wir fangen mit der 6er an. Und wir häkeln immer in Spiralrunden, wenn wir feste Maschen häkeln. So, wir fangen jetzt an mit der Häkelnadel Nummer 6. Wir häkeln feste Maschen und als erstes häkeln wir 30 Luftmaschen, die wir von beiden Seiten bearbeiten. So, dann und zwar häkeln wir jetzt in die zweite Luftmasche ab der Nadel. Da fangen wir an. Und zwar 27 feste Maschen. ...28 feste Maschen waren das, also mit der in der zweiten einzustechenden festen Masche am Anfang. So, und in diese letzte Masche, da häkeln wir 5 feste Maschen, um hier um die Ecke zu kommen, also um die Runde zu kommen. 5 feste Maschen in die gleiche letzte Masche. So, und jetzt häkeln wir hier auf der anderen Seite weiter. Und zwar 27 feste Maschen. Und 4 feste Maschen in die erste Masche. So, nun haben wir 64 Maschen insgesamt. So, nun kommt die zweite Runde. So, als erstes machen wir 2 feste Maschen in eine Masche und 27 feste Maschen. Nun häkeln wir zweimal 2 feste Maschen in eine Masche und danach noch eine feste Masche. Das Ganze zweimal, also einmal 2 in eine und nochmal 2 in eine und eine. So, das war zweimal. Nun noch einmal 2 feste Maschen in eine Masche und 27 feste Maschen. 1, 2 in eine und 27. Dann sind wir wieder am Anfang der Runde.
27. Nun wieder zweimal 2 feste Maschen in eine Masche und eine feste Masche. Und dann sind wir rum, wieder am Anfang der Runde und haben insgesamt 70 Maschen. Also wir müssen dann Ende der zweiten Runde 70 Maschen haben. Weil wir in jeder Runde 6 Maschen zunehmen. Also die Runde noch zu Ende, das heißt zweimal in eine und eine, nochmal zweimal in eine und eine. So. So sieht das aus. Ende der zweiten Runde. Jetzt kommt die dritte Runde. Die ist auch etwas anders. Und danach wird jede Runde gleich. Das heißt, immer 6 Maschen zunehmen. So. Nun als erstes 2 Maschen in eine Masche und 28 feste Maschen. Also 1, 2 und 28 Maschen bis zur anderen Seite. Achtundzwanzig. Nun nehmen wir wieder zu, und zwar 2 feste Maschen in eine feste Masche und dann nicht wie vorher eine Masche, sondern 2 Maschen. Also hier kommt eine Masche zwischen den Abnahmen dazu. Das heißt 2 feste Maschen in eine Masche, 2 feste Maschen hintereinander, dann nochmal zweimal in eine und 2 feste Maschen hintereinander. So, das waren die beiden Zunahmen. Nun noch eine Zunahme, das wäre die dritte an dieser Seite, und zwar 2 feste Maschen in eine Masche und dann für die Seite 28 Maschen. Also 2 feste Maschen in eine und 28 Maschen für die Seite, also bis zur anderen Rundung. Nun wieder die beiden Zunahmen, also die Gruppe zweimal. Die Gruppe ist 2 feste Maschen in eine und 2 feste Maschen. Danach sind wir ja wieder am Anfang. Das heißt, wir haben 76 Maschen. Also hier waren 2 mal in eine und 2 hintereinander. Noch einmal 2 feste Maschen in eine und 2 feste Maschen hintereinander. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Jetzt müssten wir 76 Maschen haben. Ihr könnt ja noch mal nachzählen. Das sind jetzt 3 Runden. In den folgenden Runden die Zunahmen fortlaufend arbeiten. Das heißt, jede Runde erhöht sich die Maschenzahl. Ich kann euch das ja mal bildlich aufmalen. Also hier wäre dann unser Häkelstück. Hier an dieser Rundung wird jede Runde 2 mal 2 Maschen in eine gehäkelt. Also hier 2 mal in eine und danach noch 3 normale Maschen
in der nächsten Runde wären das 2 mal in eine feste Masche und dann 4 feste Maschen dazwischen. Hier an der Seite würde immer eine Masche dazukommen, also 28, 29, 30 und so weiter. So, und in diesem Schema geht es dann halt immer weiter, jede Runde. Nach 23 Runden beendet ihr die Arbeit, also den Teppich. Das heißt, jede Runde 6 Maschen zunehmen. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das so aufschreibe. Und zwar habe ich jetzt hier schon 2 weitere Reihen gehäkelt. Das sieht dann so aus. Und ich schreibe mir das hier auf. Und zwar 4. und 5. habe ich jetzt schon mal gehäkelt. Jetzt kommt die 6. Das schreibe ich dann hier. Also die 31 steht dafür, dass hier dazwischen an der Seite in der Runde 31 feste Maschen gehäkelt werden. Die 5, die steht dafür, dass zwischen den Abnahmen 5 feste Maschen gehäkelt werden. So, jetzt habe ich die 17. Reihe gemacht. Hier sind meine Aufzeichnungen. Ich habe jetzt 162 Maschen. Und so sieht das jetzt aus. Und ich mache mit euch jetzt eine Reihe zusammen. Im Schnelldurchlauf. Also die nächste Runde ist die Runde 18. Die hat hier an der Seite 43 Maschen und zwischen den Zunahmen 17. Ich sage dann eben nur die Zahlen an. Ich fange den runden Anfang etwas weiter hinten an, damit das gleichmäßig. So, wir fangen jetzt an mit der Runde. Und zwar als erstes machen wir ja eine Zunahme. So, nun 43 feste Maschen. Eine Zunahme und 17 feste Maschen. Die Zunahme jetzt und wieder 17. Und die dritte Zunahme in dieser Runde, also an diesem Ende. Jetzt wieder 43 Maschen. Jetzt kommt eine Zunahme und 17 Maschen und wieder eine Zunahme. 17, wieder eine Zunahme und wieder 17. Die dritte Zunahme brauchen wir hier nicht zu machen, weil das ja am Anfang der Runde schon gemacht wurde. So, jetzt haben wir wieder eine Reihe geschafft und jetzt geht es weiter bis Reihe 34 und dann ist der Teppich erstmal fertig.